Die Albaner geben viel Geld aus, um ihre Straßen zu verbessern, und wir Deutschen geben viel Geld aus, um nach Albanien zu fahren und auf deren schlechten Straßen Motorrad zu fahren. Befreit? Komm, du kleiner sturer Esel. Oh Mann, hier sollen wir jetzt vorbei. Ich wechsle jetzt auf Rostine Rosine. Wir müssen los. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Albanien über den Dächern der Stadt Berat. Hier beginnt der Tag 6 der Adventure Country Tracks Albanien-Montenegro und damit auch der letzte Tag unseres Abenteuers On- sowie Offroad. Dieser Tag lässt sich in mehreren Varianten fahren. Es gibt einmal Hard Plus für die richtig harten, dann gibt es Hard und es gibt die Möglichkeit, einfach nur Straße zu fahren. Ich habe jetzt im Navi mal die normale Variante, also ganz normal in Anführungsstrichen hart eingegeben. So starten wir hier mit einem etwas holprigen Beginn auf den ersten Metern durch diese kleinen Straßen mit so einem extrem rutschigen Kopfsteinpflaster. Hier ist irgendwie Polizei. Warum? Man weiß es nicht. Fahren wir? Ach, das ist irgendwie Feuerwehr. Irgendein Fest, irgendeine Demonstration. Das behindert unsere Weiterfahrt raus aus Berat aber nicht. Was uns kurz darauf auf der Route jedoch stoppt, ist, Big Surprise, eine Baustelle. Toll. Mehrere Esel. Ja, fahr doch einfach, oder Ja, nicht? weißt du, was los ist, wenn der tritt? Der tritt nicht. Opa, du stehst auf der... Ja. Da ist irgendwie eine Leine am Boden. Der Warte. hat sich hier verfangen. Ja, warte, ne? ich steige ab. Ich kann die Maschine hier abstellen. Ich hoffe, die fällt jetzt nicht um. Okay. Eselchen, du hast dich hier verfangen mit deiner Leine. Im Boden. So. Jetzt komm mal hier auf die Seite. Lass mal Julian vorbei. Komm, Also, du bist unter seinem Fuß. komm, du bist an deinem Fuß. Soll ich dir mal helfen? Komm mal her. Alles gut. Komm her, dein Huf ist da. Komm, ich helfe dir. So. Befreit. Dann komm mal hier auf die Seite. Komm. Komm, du kleiner sturer Esel. Komm, da kommt ein Trecker. Komm, da kommt ein Trecker. Da ist auch ein Hund. Ja, Okay. dann lassen wir den jetzt erstmal hier durch. So. Ich muss jetzt erstmal... Wir können, okay. Also auch noch Wale mit Erit. Ui, du kleiner Mops, du. Jetzt geradeaus quasi, den mittleren. Nicht links, nicht rechts, geradeaus nein, irgendwie. nein, den nicht. Der ist falsch. Die Baustelle zu umfahren gestaltet sich als herausfordernd. Jo, jetzt ist hier gerade genau das passiert, was nicht passieren sollte. Ich stecke hier mit der Maschine mitten in so einer Spurrille, mitten da, wo es einfach total sandig ist. Oh, Hilfe, nicht die Kupplung ziehen. Aber ich muss, weil ich komme... Oh, scheiße, ich rutsche. Hinterradbremse anmachen. Und jetzt langsam die Kupplung kommen lassen und hoffen, dass es irgendwie vorwärts geht. Ja. Leute, ich ziehe die Bremse, aber... Alter, scheiße. Ja. Nein, scheiße. Ich rutsche, scheiße. Ich komme hier nicht weg. Fuck. Mitten am Hang. Übrigens, bis zu diesem Moment bin ich noch auf der Suche nach einem Namen für die Afrika-Twin. Komm schon, Black Pearl. Nee, Black Pearl hört sich kacke an. No. Hermann, komm Hermann. Hermann, hau rein. No. Herbert, läuft doch. Herbert, du schaffst es. Yeah. Herbert und Frau Caro, die laufen hier gemütlich durch Albanien am Hang entlang Ach, da bist du wieder. und fahren so schön in der Spurrille. Was für eine Scheiße, ey. Am frühen Morgen sowas, ey. Holla die Waldfee. Ich habe mich gerade entschlossen, wie mein Motorrad heißen soll. Herbert. Herbert ist genau das Richtige. Herbert kann ich rufen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ja, das ist doch schön. Leute, was eine Action am frühen Morgen. Ich muss mich erstmal ausziehen. Ey, ich sitze noch nicht mal 10 Minuten auf dem Motorrad hier und die Unterarme sind einfach schon wieder zu. Es ist unfassbar. Und das, obwohl wir noch nicht mal Track gefahren sind, sondern eigentlich auf dem Track nur hin wollten. Was ein Abenteuer. Das Abenteuer belohnt uns mit einem grandiosen Ausblick. Ey, geil. Was für eine Action hier morgens auf der Baustelle. Ja, sowas gäbe es bei uns auch nicht, dass wir einen hier laufen unter irgendwelchen laufenden Fahrzeugen drunter her blinken, die hier irgendwie gerade am Arbeiten sind oder so. Bei uns kriegst du nach 3-mal, wenn du unterm Kran herläufst, nach 4-mal eine Abmahnung oder irgendwie fliegst du raus wegen Arbeitssicherheit. Und hier so einfach, ja, warte mal eben, der räumt hier noch eben den Baumstamm weg oder kippt da eben noch seine Schütte Kies ab und dann fahren wir drunter her einfach.
Hier geht es von der einen Baustelle direkt in die nächste. Also Ja. bis jetzt ist hier eigentlich, seit wir heute Morgen gestartet sind, nur Offroad, ne? Entweder Baustelle oder Schotterstraße. Hält dieser Tag für uns nochmal das volle Repertoire an Steinen bereit. Also ich kann euch nicht garantieren, dass wenn ihr das hier in einem halben Jahr fahrt, dass das dann noch so aussieht, weil die sind hier echt an allen Ecken und Enden mit den schweren Geräten am Malochen. Und ich glaube, früher oder später wird das hier alles asphaltiert sein. Immerhin gibt es zu jeder Baustelle einen richtig schönen Ausblick dazu. Da wartet man gerne mal ein paar Minuten und guckt sich die Arbeit und die Landschaft an. Ah, es geht weiter. Die Straße bleibt auf den nächsten Kilometern ein Baustellenfeld mit losen Steinen, die mit den Zweirädern eine gewisse Konzentration erfordern, um stabil darüber zu kommen. Unsere Reifen Heidenau K60 Scout und Ranger bahnen sich ihren Weg durch die kleinen Brocken. Immer schön die freundlichen Bauarbeiter grüßen. Moinsen, Servus, Grüß Gott. Und wilde Hunde gehören zu einem klassischen Fahrtag durch Albanien natürlich auch dazu. Oh, geh weg! Lass mich in Ruhe! Ach, nee. Ah, schnell Gas geben. Ich konnte das nur gar nicht haben, dass der die ganze Zeit so richtig nah an mir herum. Und ich habe bei dir schon gesehen, dass der echt nah kam. Weil dann kam der andere noch von der anderen Seite. Ja, ich habe nur gesehen, und dann auf einmal am Rumstrampeln warst. Oh je, ey. Also ich war jetzt froh, dass da die Kurve dann vorbei war und ich Gas geben konnte. Oh Mann, hier sollen wir jetzt vorbei? Ernsthaft? Die laden jetzt den Laster voll und dann können wir. Leute, die Freunde von Bob, der Baumeister sind, die haben hier ganz viel Freude. Ich erinnere mich da an den Sohn von einem Arbeitskollegen. Ich habe hier gleich Sauna Da unterm stehen Helm. die drunter, unter solchen Dingern. Wenn dir davon einer auf den Helm fällt, bist du einfach sofort tot. Mhm, die haben ja keinen Helm. Ja, stimmt. Bei uns haben die alle auch noch diese Bauhelme auf. Ich meine, das hilft dir im Falle eines Falls eines solchen Steins dann auch nicht mehr weiter. Da ist dein Genick einmal gebrochen und dein Kopf sitzt in deinem Körper drin. Nee, mit aber Helm. wenigstens für die Kleinen. Stimmt, die haben nicht mal Bauhelme auf. Und nix einfach, gar nichts haben die hier. Nicht mal Handschuhe an, ey. Manche haben sogar einfach Sandalen an oder so. Geht weiter. Wir sollen da jetzt unter dem Kran herfahren, oder? Oder fällt einfach noch so ein riesen Brocken vom LKW runter. Okay, wir können. Halt mal Abstand zu dem LKW-Car runter. Oh, Sind boah. da noch richtig fette... Ja, Brocken. okay. Das ist schon heavy, ey. Was ein Erlebnis Traum, hier. ey. So wie so eine Führung durch den Tagebau in Live. Praktikum, Tag der offenen Tür, ey. Sollen wir dran vorbei, Ja, oder? würde ich mal machen. Lass uns mal, weil... Ja, guck mal, was da rechts, da, wie das Zeug da liegt. Alter. Albanien ist immer wieder für Überraschungen gut. Und obwohl wir nun schon über eine Woche in diesem Land unterwegs sind, wundern wir uns täglich neu über die Lebensart der Menschen hier. Wirklich faszinierend, was es hier zu sehen und erleben gibt. Und nach einem Stück Straße sind wir jetzt hier wieder abgebogen auf so einen Schotterweg. Also der Tag heute gibt uns auf jeden Fall den letzten Staubrest, den wir vielleicht noch hätten gebrauchen können, um so richtig eingesaut zu sein. Bei dem ganzen Schotter, den wir hier gerade gefahren sind.
So, jetzt wird es hier nochmal waldiger und dazu eigentlich eine Straße, die sich auch wirklich gut fahren lässt. Es sind ein paar Löcher drin, hier und da mal dicke Felsen, aber insgesamt ist das echt so ein Offroad-Tag, wo man auch ganz gut vorankommt, finde ich. Weiter voran führt der Track an Bergen aus Schieferplatten mit weitem Blick in das Tal links des Weges. Da lohnt es sich, mal zwischendurch anzuhalten und einen Blick hineinschweifen zu lassen. Aber nicht zu lang, es liegt noch einiges vor uns. Auf den letzten 30 Kilometern geht es hier nochmal ab von der mittelgroßen Schotterstraße auf eine etwas kleinere rein in den Berg. Und hier ist auch sofort eine andere Straßenqualität zu finden. Sprich, es gibt doch nochmal ein paar Löcher mit Wasser drin und ein bisschen schlammiger ist das Ganze. Also ich glaube, an dieser Stelle wird es auch tricky, wenn es vorher viel geregnet hat. Trotz dass es jetzt die letzten Tage doch trocken war, ist es hier an einigen Stellen schlammig und halt sehr, sehr sandig. Von daher nicht zu unterschätzen, die letzten 30 Kilometer. Aber landschaftlich dafür natürlich nochmal ein bisschen schroffer und karger. Da wird einem nochmal ein bisschen Abgelegenheit gegeben. Und ich dachte, es wäre jetzt quasi schon irgendwie Endspurt und es wird entspannt, weil man gerade in so einen etwas bewohnteren Bereich reinfuhr. Und dann ging es aber rechts ab, um dann nochmal hier hoch zu fahren in den Berg rein. Fahren, alles wieder zurück. Also ich wundere mich hier auch am letzten Tag noch, was es hier für Wege gibt oder was hier als Weg deklariert ist. Dass man dann wirklich denkt, nee, es geht hier den großen Weg lang. Aber nein, dann sieht man ist falsch. Es ging doch dieses kleine Päckchen durch irgendwelche Büsche durch. Und immer wieder fährt man über so Flussläufe, die hier die Straße queren, wie hier. Das ist echt auch nochmal was ganz Schönes, finde ich. Oh, jetzt wird's steinig, sehe ich gerade. Schiefernplatten. Wenn Spurrille auf Wasser trifft, wird's rutschig. Nicht zu unterschätzen, diese Straße. Auch wenn es gerade trocken ist, das Restwasser vergangener Regenfälle hinterlässt seine Spuren. Und dazu kommen immer mehr Höhe, Abgelegenheit und Schroffheit. Was eine Piste hier. Das ist schon special. Boah, aber ich glaube, hier fahren keine Autos mehr, oder? Obwohl, da sind diese Reifenspuren. Boah, hier denkt man echt, dass es jeden Moment sein kann, dass die Straße einfach aufhört und man tief bergab in den Berg runterfährt oder irgendwie ins Tal, ne? Ja. Boah, hier wird es ja auch noch rutschig. Wow, was eine geile Strecke, ey. Mega, ne? Da gibt der letzte Tag nochmal alles. Ja. Boah, und ich dachte schon vorhin, der wäre vorbei. Ja. Jedes Mal war die Überraschung doch noch mal am Ende und auch hier ist es ja, so. Ist echt so, ne? Also ihr könnt euch immer noch auf den Schluss freuen. Wir haben aber auch noch 19 Kilometer. Und was dann kommt, weiß man ja auch noch nicht, ne? Uiuiui. Ah, Felsen. Ja, genau in dem Moment hat man irgendwas Dickes unter Motorschutz kleben. Ja, Wahnsinn, echt. Hammerkrass. Zu schade für die Albaner, dass die selber gar nicht so viel Motorrad fahren. Also zumindest, dass die wenigsten so ein Motorrad haben, mit dem die das hier in ihrem eigenen Land mal so genießen können, ne? Ja, die machen halt alle mit dem Roller. Wow, ist das ein Ding hier. Das ist irgendwie verrückt, ne? Die Albaner geben viel Geld aus, um ihre Straßen zu verbessern, und wir Deutschen geben viel Geld aus, um nach Albanien zu fahren und auf deren schlechten Straßen Motorrad zu fahren. Verrückte Welt.
So Freunde, einsteigen, mitfahren, eine Runde geht noch. Hier einmal durch die albanische Wildnis mit der Raupe, die auch fast gar nicht verrostet ist. Julian, wie wär's? Einmal mitfahren? Dann gib mal Gas. Hup, hup. Ja. Wir wechseln dann jetzt das Fahrzeug. Herbert, es war nett mit dir. Ich wechsle jetzt auf Rostine Rosine. Ja, ich glaube, es geht noch was. Wir kriegen gleich Besuch von Hunden, Julian. Lass uns mal los. Schnell weg, der Hund. Wir müssen los. Ciao. In der zweiten Tageshälfte erfordert die Piste Schwindelfreiheit. Der schmale Pfad entlang der steilen Felswand zur einen und ca. 200 Meter senkrecht in die Tiefe fallendem Abhang zur anderen Seite, durchzogen von kleinen Bächen, fordert nochmal all unser Fahrkönnen, was wir in den letzten Tagen zum Glück verbessern konnten. Und das wird belohnt. Yay, voll schön hier! Bestanden. Ein Tag ohne Hinfallen, dafür mit vielen landschaftlich wunderschönen Strecken und Begegnungen in Albanien, die uns schon die ganzen letzten Tage immer wieder begeistert haben. Auch hier merken wir wieder, die Straßenverhältnisse sind sicherheitstechnisch wirklich völlig anders als bei uns in Deutschland. So ein Flussübergang einfach komplett ohne irgendein Geländer. Also man kann hier bis tief unten in die Schlucht hineingucken und auch fallen, falls man sich hier von der Fahrbahn entfernt. Albanien ist wirklich ein Abenteuerland, was wir sehr, sehr schätzen gelernt haben. Diese Gegend um den Langarica Canyon ist bekannt als Naturattraktion mit spektakulären Felswänden, dem gesegneten Fluss und Thermalquellen. So, die letzten 700 Meter von, jetzt geht es hier gerade aber nochmal richtig ab, von den ersten 145 sind hier jetzt, und ihr habt hier dann die Möglichkeit, euch einzustellen, wie ihr den Tag beenden wollt, ob bei Hard Plus, ob Hard oder über Straße. Hier könnt ihr auch euer Zelt aufschlagen, wenn ihr wollt. Also hier sind hier Dortmunder, also ein paar Deutsche sind hier auch anzutreffen. Wir entschließen uns jetzt über Straße weiterzufahren, denn wir sind bis jetzt eigentlich, man ist wirklich fast nur Offroad gefahren. Die Wahl, die letzten Kilometer über Asphalt zu fahren, stellt sich schnell als eine gute heraus, denn die Straße macht auch hier richtig Spaß. Und der herannahende Regen hat uns die Entscheidung leicht gemacht, an dieser Stelle nicht doch noch Offroad die Hard Plus Variante zu fahren. All der Schweiß der letzten Tage hat sich ausgezahlt. Wir haben viel erlebt und unser Durst nach Abenteuer ist erstmal gestillt. Wir sind immer unserem Gefühl gefolgt, haben Pausen gemacht, wenn wir es brauchten und gekämpft, wenn es hart war, weiterzufahren. Eine dickköpfige Kuh versucht auf den letzten Metern auf stoische Art und Weise unsere Weiterfahrt zu sabotieren, aber auch dieses letzte Hindernis kann uns nicht aufhalten. Am Ende kommen wir gesund und mit heilen Motorrädern am Ziel an. So, wir sind an der Destillerie angekommen, haben mit Glück auch noch ein Zimmer gekriegt, was nicht so selbstverständlich ist. Und ich habe nicht reserviert. Gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das Ganze von innen an. Die Melesin-Brennerei liegt auf 900 Metern über dem Meeresspiegel, eingebettet in die Epirberge und ist mit ihrem edel anmutenden Interieur ein krasser Kontrast zu den restlichen Häusern des Bezirks Kolonie. Vorbei an der Bar. Das historische Gebäude heißt uns mit einem Blick auf die handwerkliche Destillationsanlage willkommen. Ein handgefertigtes Meisterwerk aus Kupfer, das von einem führenden Unternehmen aus Siena, Italien, für Leskovic maßgeschneidert wurde. Manche der Tanks stammen sogar aus Deutschland. Hier gibt es ausgewählte Gin-Sorten und lokale Delikatessen. Wow, sehr schön. Also das ist natürlich mega luxuriös hier. Was für ein stylisches Badezimmer.
Und zur Feier des Tages wird uns zu Ehren noch ein Volksfest aufgeführt. Ein Tanz mitten vor unserem Fenster mit Live-Musik. Was gibt's Schöneres für einen letzten Tag auf den Adventure Country Tracks? Damit vereint der Tag zum Schluss nochmal alle guten Dinge einer Motorrad-Abenteuerreise. Aus wilden Strecken, tierischen Überraschungen, Baustellen-Vibes und kulturellem Gehalt. Jo Leute, damit gehen die Adventure Country Tracks nun also zu Ende. Der letzte Tag liegt hinter uns und die letzte Nacht jetzt auch. Wir frühstücken jetzt hier noch in dem Melusine Hotel. Also das waren gestern 150 Kilometer, über 150 Kilometer, glaube ich sogar, pure Offroad-Strecke. Also wirklich ein abenteuerlicher Tag. Ihr habt gesehen, die Landschaft, das war einfach wieder beeindruckend. Und ja, hier dieses Hotel, das ist auch wirklich eine ganz super gute Ankunftslocation. Einfach um nochmal eine gute Zeit hier zu haben in Albanien. Da findet man in allen Etappen auch gute Orte, um zu nächtigen, vor allen Dingen für den Preis. Jedes Mal wieder überrascht. Das findet man so eher weniger in anderen Ländern. Insgesamt haben uns die Adventure Country Tracks Albanien noch näher gebracht und Montenegro auch. Und wir sind positiv überrascht. Es ist, also beide Länder sind jetzt wirklich tief in unserem Herzen drin. Die Menschen, die Landschaft, die Strecken. Also es war wirklich unfassbar beeindruckend. Absolut mega und total empfehlenswert. Also gerade so der Einstieg in Montenegro mitten durch den Nationalpark dadurch. Man sieht echt Sachen, wo man sonst maximal als Wanderer mal durchkommen könnte und sich da gar nicht vorstellen kann, dass es da jetzt mit dem Motorrad durchgeht. Und dann Albanien, das hat mich komplett überzeugt. Land und Leute, das Essen. Ich habe selten so gut gegessen wie in diesem Land. #Vergäse, das ist unser neues Lieblingsgericht. Auch Auswahl der Tracks und Streckenlängen und so. Ihr habt gut was zu tun damit. Es ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu anspruchsvoll. Also das soll einem hier nicht den Mut nehmen. Das kann man gut schaffen und macht einfach super viel Spaß. Der Kaffee wird kalt. Ja. Wir müssen jetzt hier frühstücken. Leute, wir sehen uns unterwegs oder ja, hier beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Ciao.